Die Tuberkulose ist seit Hunderten von Jahren auf dem Vormarsch. In den letzten 200 Jahren mussten 1 Milliarde Menschen ihr Leben lassen aufgrund der Tuberkulose. Aber leider ist die Tuberkulose auch weiterhin unter allen Infektionskrankheiten die tödlichste. Auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte. Hier hat das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie seinen Sitz. Emeritierter Gründungsdirektor ist Stefan H.E. Kaufmann. Der renommierte Forscher hat sich auf die zellvermittelte Immunantwort gegen Bakterien spezialisiert. Weltweit zählt er zu den besten Kennern eines besonders heimtückischen Erregers, dem Tuberkulosebakterium. Der Erreger der Tuberkulose aber versteckt sich eben in den sogenannten Fresszellen, den Makrophagen. Dort persistiert er und damit ist er aber auch geschützt vor Antikörpern, die ja nicht durch diese Fresszellen durchkommen oder ganz, ganz wenig nur. Dann ist es sehr schwer, ihn auch zu eradizieren, also abzutöten. Entdeckt wurde Mycobacterium tuberculosis 1882 durch den Mikrobiologen Robert Koch. Um die Jahrhundertwende war die als Schwindsucht bekannte Tuberkulose weit verbreitet. An der Berliner Charité wurden Patienten im großen Stil behandelt. Bald wurde deutlich, welch entscheidende Rolle die Immunantwort des Körpers für das Krankheitsgeschehen spielt. Die Tuberkulose ist eine chronische Erkrankung und sie ist eigentlich nicht gleich tödlich. In der Tat leben 1/4 aller Menschen auf dieser Erde mit dem Erreger der Tuberkulose. Das Immunsystem hält den Erreger im Schach, während der Mensch infiziert bleibt, aber ganz gesund bleibt. Und wenn die Immunantwort nicht mehr richtig funktioniert, sehr einfach ausgedrückt, dann kommt es zum Krankheitsausbruch. Die Übertragung der Erreger findet über Tröpfchen statt, weshalb primär die Lunge betroffen ist. Heute ist die Tuberkulose bei uns kaum noch anzutreffen. Dagegen wütet sie in ärmeren Ländern und Regionen. Jährlich sterben an die 1,5 Millionen Menschen, gerade weil dort zusätzlich HIV verbreitet ist und das Immunsystem schwächt. Wir reden von 6 Monaten Behandlungszeit mit am Anfang 3, 4 Medikamenten und dann in der zweiten Hälfte weiterhin 2 Medikamente. Da die Therapie auch gravierende Nebenwirkungen mit sich bringt, werden die Medikamente oft abgesetzt. So entstehen aber gefährliche multiresistente Erreger. Deshalb liegt die ganze Hoffnung der medizinischen Forschung auf einer Impfung. Bislang gibt es nur ein verfügbares Präparat, den Impfstoff BCG. BCG wird seit den 1920er Jahren verwendet und enthält abgeschwächte Tuberkulosebakterien von Rindern. Wirksam ist BCG allein bei Kindern. Stefan Kaufmann arbeitet seit langem daran, den Impfstoff zu verbessern. Und unser Impfstoff wurde eigentlich auf der Basis des jetzigen Impfstoffs BCG weiterentwickelt. Wir haben noch immer einen Lebendimpfstoff, aber er wurde genetisch verändert, um sich anders zu verhalten und damit auch eine stärkere Immunantwort auszulösen. Kaufmanns Gruppe erforschte zunächst, wie sich BCG in den Fresszellen verhält, dort, wo sich die Tuberkelbakterien eingenistet haben. Gerade beim Abwehrverhalten ist jedoch nicht nur das betroffene Organ, sondern das gesamte Immunsystem beteiligt. Daher führt der Weg der Forschung von Zellkulturen letztlich auch zu den Modelltieren. Am MPI für Infektionsbiologie wird zum Beispiel mit Zebrafischen experimentiert. Als Wirbeltiere können auch sie Tuberkulose bekommen. Und bei Zebrafischen findet eine Infektion mit Mycobacterium marinum, also dem Fisch Mycobacterium statt. Und die Krankheit dann ist aber sehr ähnlich. Nur besitzen Fische keine Lunge, sodass sie zum Beispiel die Lungenpathologie, die so typisch ist für die Tuberkulose, dort nicht widerspiegeln können. Tatsächlich entwickeln Zebrafische Granulome, die denen von Menschen sehr ähneln. Granulome sind eine Ansammlung von Immunzellen, welche die Tuberkulosebakterien umschließen und quasi einsperren. Dadurch lassen sie sich aber auch nur schwer bekämpfen.
Evolutionär näher an uns Menschen sind Mäuse. Auch wenn ihre Granulome anders strukturiert sind, ist ihr Immunverhalten gut verstanden. Doch reicht das Mausmodell für die Entwicklung eines Impfstoffs? Wir haben bewusst auf Primatenuntersuchungen verzichtet, sind also ein gewisses Risiko eingegangen, dass wir uns mit Mäusen und anderen Experimentaltieren, nämlich Meerschweinchen, begnügt haben. Nachdem der Impfstoff seine Sicherheit in Experimentaltieren bewiesen hatte, stand Stefan Kaufmann vor der Frage, wie er produziert werden könnte. Aber das ist gar nicht so leicht, denn die großen Pharmafirmen in Europa und den USA waren an der Tuberkulose nicht allzu sehr interessiert. Schließlich ist es eine Krankheit der Armut. Und dann kam aber eine indische Firma auf die Idee, dass das was Interessantes sei. Das ist das Serum Institute of India. Und diese ist nicht irgendeine kleine Impfstofffirma, sondern per Dosen ist es die größte Impfstofffirma der Welt. Sie stellen in erster Linie Impfstoffe für die sogenannten armen Länder her. Die klinischen Studien für den neuen Impfstoff konnten beginnen. Nach Deutschland als erster Station ging es nach Südafrika, wo der Impfstoff seine Sicherheit bewies und seine Dosierung und Applikation optimiert wurden. Zurzeit wird überprüft, ob er Kleinkinder schützt, und zwar in 5 Ländern Subsahara-Afrikas. Zudem wird in Indien geprüft, ob er gegen eine Wiederansteckung schützt, sowie bei direkter Exposition mit dem Erreger. Das ist die wichtigste Studie, denn sie zeigt eben, ob Menschen in engem Kontakt mit Tuberkulose geschützt sind gegen eine Erkrankung oder vielleicht sogar gegen Infektion, und das in allen Altersstufen. Die Studien sind jetzt abgeschlossen, die Daten werden entblindet und untersucht, aber ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir auch sehen werden, dass unser Impfstoff einen Schutz darbieten kann, obwohl ich es im Augenblick noch nicht weiß. Noch 2025 sollen die Ergebnisse der Patientenstudien vorliegen. Stefan Kaufmann hofft auf einen Impfschutz um die 75%. Würde die Auswertung dies bestätigen, käme das einer medizinischen Sensation gleich. Der Weg dahin führte auch über Tierversuche. Ich denke, dass Tierversuche weiterhin für die Impfstoffentwicklung ganz wichtig sind. Denn wir wollen natürlich garantieren können, so gut wie möglich, dass alles, was in den Menschen geht, ihn nicht schädigt. Um künftig aber noch besser und gezielter schützen zu können, brauchen wir ein viel tieferes Verständnis der komplexen Immunantwort im Menschen, als wir es bislang haben. Und das beginnt beim Verhalten der einzelnen Zellen im jeweiligen Patienten. Die Zukunft der Immunologie und der Impfstoffforschung liegt sicher in der Einzelzellanalyse. Das heißt, wir müssen verstehen, wie die einzelnen Zellen funktionieren. Eine Alternative zur hochspezialisierten Forschungsmedizin wäre auch, die Lebensverhältnisse in den ärmeren Ländern zu verbessern. Auch das bleibt eine große Herausforderung.